Guten Tag, mein Name ist Endo Franke. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Leistungen und Preise in Time Center Legal einstellen. So, dieses Fenster kennen Sie hoffentlich bereits, das Timesheet. Ich werde jetzt hier mal eine Leistung erfassen. Ich klicke auf das Plus, ich klicke auf Tab und nochmals Tab. Und hier könnte ich ja jetzt das Kürzel einer Leistung eingeben. Wenn ich aber nochmal Tab drücke, werden mir die Leistungen angezeigt, die es bereits gibt. Nun die Frage, wie kann man diese Leistungen bearbeiten, beziehungsweise wie kann man neue hinzufügen? Wie hängen diese Leistungen mit den Rechnungen zusammen? All diese Fragen möchte ich Ihnen in diesem Video beantworten. Hier für den Beginn erfasse ich mal eine Leistung, Honorar. Und Sie sehen, da erscheint jetzt im Leistungstext bereits Honorar. Die vorherigen Leistungen waren auch schon von der Kategorie Honorar. Da wurde aber individuell ein Text hinzugeschrieben. Und auch hier müsste ich jetzt beispielsweise einen Leistungstext erfassen. Ich mache das gleich mal. Aktenstudium. So, das ist jetzt eine Variante, wie man arbeiten kann. Ich möchte Ihnen aber noch hier eine zweite Variante zeigen. In der ersten Variante ist eben gedacht, man hat eine Leistung H, Honorar, und die ist auch Bestandteil von der Leistungsgruppe Honorar. Wenn Sie jetzt aber lieber mehr das generische Texte im Leistungstext haben möchten, dann können Sie das natürlich auch weiter aufschlüsseln, die Leistungen, und beispielsweise hier HAB für Abklärung haben, HAS für Aktenstudium, HEM für E-Mail an irgendwen. Und all diese Leistungen wären dann Bestandteil der Leistungsgruppe Honorar. Das sind also zwei Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Die Variante 2 bietet den Vorteil, dass man dann eben weniger schreiben muss, wenn man die Leistungen im Timesheet erfasst. Das möchte ich einfach gezeigt haben, dass das eben auch geht und dass ein bisschen so eine philosophische Frage ist, wie man das handhaben möchte. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, das kann ich gleich entsorgen. Gut. Dann zeige ich Ihnen doch mal, wo diese Einstellungen sind. Sie gehen hier zu den Einstellungen, gehen zu Basisdaten und da sehen Sie eigentlich die drei Menüs, die wir in diesem Video anschauen werden: Leistungsgruppen, Leistungen und Preislisten. Ich zeige Ihnen zu Beginn erstmal die Leistungen, denn das ist wahrscheinlich so das Erfassbarste für Sie. Die Leistungen, die Sie im Timesheet eingeben, die wir vorhin auch schon aufgelistet gesehen haben im Timesheet, die sind hier nochmals drin. Da können Sie auch hinzufügen, editieren und so weiter. Und Sie sehen auch, von welcher Leistungsgruppe diese Leistungen Bestandteil sind. Wir haben vorhin Honorar angeschaut. Sie sehen, das ist Bestandteil von Leistungsgruppe Honorar, und wiederum Vorschusshonorar ist auch Bestandteil von der Leistungsgruppe Honorar. Gucken wir uns doch mal diese Leistungsgruppen an. Was ist in diesen drin? Was sind da für Daten hinterlegt? Wir gehen zu Honorar. So, hier haben wir den Namen und ganz wichtig, dass man das hier verstanden hat: Die Leistungsgruppen bestimmen, welche Mehrwertsteuer gezogen wird, welche Mehrwertsteuer hinterlegt ist. Und weiter, das Ertragskonto wird auch hier bestimmt. In aller Regel ist das hier auf automatisch gesetzt. Das ist eigentlich schon im Hintergrund abgespeichert im Rechnungsdatensatz, welches Ertragskonto das ist. Sehr selten wird es hier auf Spezial gesetzt, oder Sie sollten es nur auf Spezial setzen, wenn Sie wirklich wissen, was Sie tun. Das geht dann tiefer in die Buchhaltung, werden wir jetzt in diesem Video nicht behandeln. Das würde den Rahmen sprengen dieses Videos. In aller Regel ist das auf automatisch gesetzt. Eine Ausnahme beispielsweise ist hier eben Vorschüsse für Klienten. Da ist das Konto eben für Vorschüsse hinterlegt. Und Sie sehen hier auch,
Mehrwertsteuervorschüsse für Klienten sind keine drin. So, das wären die Leistungsgruppen. Wir möchten jetzt hier eine Leistungsgruppe erstellen mit dem Namen Übersetzungen. Also wir möchten Leistungen erfassen, die eben mit irgendeiner Übersetzungsarbeit zu tun haben. Mehrwertsteuer tun wir hier die normalen 7,7% rein. Ertragskonto ist eben automatisch. So, das haben wir jetzt hier hinterlegt. Etwas Kleines habe ich vergessen, Ihnen zu zeigen. Wenn Sie natürlich mit fremdsprachigen Klienten zu tun haben und denen da die Rechnungen auch in ihrer Sprache anbieten möchten, dann müssen Sie natürlich den Text hier übersetzen. Ich bin dazu hier auf dieses Icon hier gegangen. Deutsch, wenn Sie in Deutsch arbeiten, können Sie das grundsätzlich leer lassen. Die anderen Felder müssen Sie aber übersetzen. Dann schließen wir das wieder, bestätigen das und dann haben wir das hinterlegt. Wichtig, hier oben unter Werkzeuge gibt es das Menü Sortierung und Druck. Wenn Sie hier draufklicken, können Sie die Druckreihenfolge von Leistungsgruppen bestimmen. Das ist auch sehr praktisch, denn in der Rechnung werden ja dann in aller Regel die Leistungen nochmal zusammengefasst, eben unter diesen Leistungsgruppen. Und da ist es eben noch praktisch, wenn man diese Reihenfolge hier bestimmen kann. Und ich möchte jetzt Übersetzungen nach dem Honorar und nach den Pauschalen haben. Das können Sie einfach mit Drag und Drop an die entsprechende Stelle ziehen. Ich schließe das hier wieder, schließe das hier auch und dann gehen wir hier zu unserem nächsten Menüpunkt, Leistungen. Jetzt müssen wir natürlich auch eine Leistung erfassen für die Leistungsgruppe Übersetzungen. Und ich nenne das hier JUA. Ich wollte das natürlich nicht in Großbuchstaben. JUA. Und die Leistung nennt sich juristische Übersetzungen. Die Übersetzung Niveau A. Und hier unten, das ist auch wichtig, dass man hier schaut, dass man das richtig eingestellt hat. Wir können hier eine Preisliste gar angeben oder einen Festpreis. Beim Festpreis könnte man das jetzt in diesem Fall beispielsweise pro Seite bestimmen und dann zum Beispiel hier 180 Franken oder eben Euro eingeben. Und dann würde man das hier so bestätigen. Wir möchten jetzt aber in diesem Fall nicht einen Festpreis, sondern eine Preisliste und pro Stunde abrechnen. Stunde. Ich bestätige das und hier haben Sie nochmals eine Übersicht. Ich schließe das hier und jetzt kommen wir schon zum letzten Menüpunkt von diesem Video, Preislisten. Hier haben Sie Ihre Preislisten. Bei Pauschalmandat müssen wir nichts machen, aber bei den anderen, da sehen Sie, da hatten wir bereits eine Zeile für Honorar und jetzt neu eben auch für die Übersetzungen. Und da müssen wir jetzt die Preise festlegen. Das mache ich jetzt mal. Und für die anderen Preislisten auch. So, dann hätten wir das gemacht. Und dann möchten wir das Ganze doch gleich mal testen. Ich gehe hier zu einem Mandanten, aus der Let's Jack und erfasse hier mal eine Übersetzung. Normalerweise müssen Sie das natürlich über das Timesheet machen oder in aller Regel machen Sie es über das Timesheet, denn Sie möchten es ja auch als Zeit erfasst haben bei Ihnen. Aber weil ich nachher eine Rechnung machen möchte, mache ich das jetzt hier direkt im Dossier. Ich erfasse hier eine Leistung, JUA war der Kürzel.
Den Text lasse ich so stehen, das ist okay. Und ich mache eine Rechnung. Und dann erstellen wir hier die Rechnung. Und dann schauen wir uns mal hier die Rechnung an, wie das aussieht. Und Sie sehen, da ist jetzt Übersetzungen drin, da ist Honorar drin. Das wurde schön zusammengefasst, diese Leistungen. So, und damit sind wir schon beim Ende vom Video. Bis zum nächsten Mal.